Heute bei den Lately News versuchte ein Mann in einem Koffer versteckt in die Schweiz einzureisen. Aufgefallen war das Ganze, weil der Mann, der den Koffer zog, beim Schweizer Zoll nur herumstammelte, sodass ihn der Mann im Koffer als Koffersouffleur unterstützen musste. Beide Männer wurden von der Schweizer Polizei festgenommen. Leider war nur ein Platz in einer Zelle frei, sodass der Mann aus dem Koffer in einem Gepäckfach eingesperrt werden musste. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Fahndungsbildern aus der Gegend um Günther Jauchs Haus. Ich habe natürlich ein Alibi für die Zeit, denn ich habe ihn beim Schlafen beobachtet, wie jeden Abend. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. In vielen Städten ist das Halten von Hunden ein kostspieliges Unterfangen, denn die Hundesteuer fällt pro Hund an. Und das sind aktuell 120 € für den ersten, 180 € für den zweiten und 42 € für den dritten Hund pro Jahr in Berlin. Deshalb sieht man in Berlin kaum jemanden mit mehr als 2 Hunden oder 3 Kindern, die nämlich ähnlich viele Steuern kosten. Aber natürlich gibt es einen Trick, den tausende Berliner nutzen, denn viele melden ihren Hund bei Verwandten in Brandenburg an, wo teilweise jeder Hund nur 40 € im Jahr kostet. Einen noch einfacheren Trick hat ein Mann jahrelang in Berlin-Kladow genutzt. Denn dieser Mann behauptete einfach, dass er gar keinen Hund besitzen würde, sondern mit einem Schaf jeden Tag Gassi geht. Aufgefallen war er nur, weil sein angebliches Schaf sich vor kurzem von der Leine riss und jede läufige Hündin in ganz Kladow erfreut hatte, was zu einer wahren Welpenschwemme führte. Der Halter muss nun die Hundesteuer nachbezahlen und auf den Hund kommen ungefähr 50 Vaterschaftsklagen zu. Währenddessen in Herzlake. Als ich früher bei meiner Tante Erna in Spandau aufwuchs, hatten wir fast 20 Jahre lang einen CDU-Bezirksbürgermeister, der immer, wenn es Probleme in Spandau gab, verschwunden war. Außer wenn irgendwo ein Autohaus seine Eröffnung mit einem Fassanstich feierte, dann war er sofort wieder da. Dies führte zu lustigen Bildern, wenn bei diesen seltenen Momenten, wo der Bezirksbürgermeister mal greifbar war, ihm seine Sekretärin immer einen Stapel wichtiger Papiere mitbrachte, damit er diese dann unterschreiben kann. Genau deshalb sind so viele Bierflecken auf Spandauer Verordnungen. Ganz anders verhielt es sich in einer Bierbrauerei in Herzlake bei Nacht, als in diese mehrere Männer einbrachen, um 40 Fässer mit je 500 Litern Bier zu stehlen. Allerdings nicht mit einem Laster, sondern nur zu Fuß, denn auch hier gilt Don't drink and claw. Nur leider machen sich 40 Fässer per Hand durch Herzlake zu rollen auch nicht wirklich gut. Zum einen ist das verdammt laut und zum anderen tierisch anstrengend. Deshalb waren die Männer eigentlich ganz glücklich, als sie von der Polizei dann im Polizeiwagen weggebracht wurden. Derweil in Bombay. Normalerweise ist Gold ja eine sichere Investition. Deshalb investiere ich schon seit Jahren in Grills und in regelmäßige nächtliche Raubzüge durch die Goldtresore der Nation. Nur leider hat mittlerweile Klopapier Gold an den internationalen Börsen als Wertanlage abgelöst, weswegen ich nur noch in Klopapier-Grills investiere und in regelmäßige nächtliche Raubtouren durch die DMs der Nation. Dass man aber noch auf der Toilette Gold finden kann, erlebte eine junge Mitarbeiterin eines Reinigungsservice auf dem Flughafen von Bombay in einer Flugzeugtoilette. Denn in dieser fand die junge Frau 2 kleine Taschen, gefüllt mit 24 Goldbarren, die insgesamt 1 Million € wert waren. Oder 5 Kühe in Indien, hierbei ist bitte nur der aktuell recht stark schwankende Wechselkurs zu beachten. Vermutlich hatte ein Passagier vor, die Goldbarren illegal nach Indien zu schmuggeln. Aber als der Pilot der Maschine kurz nach der Landung durchgab, dass alles Gold über 40.000 € verzollt werden muss,
oder man zur Strafe in einem Bollywood-Film mitspielen und singen muss, soll es zu einer ziemlich langen Schlange vor der einzigen Toilette gekommen sein. Noch zum Abschluss: Das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Schwimmbad plus Sauna Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Schwimmbad plus Sauna Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Als ich mir meine neue Villa gekauft habe, die es komischerweise recht günstig gab, als die Vormieter im Urlaub waren, hatte ich einen entscheidenden Fehler gemacht. Nicht etwa zu vergessen, die Schlösser auszutauschen, damit die Vormieter nicht mehr reinkommen, ich stehe auf die eine oder andere Überraschung, sondern ich habe nicht nachgeschaut, als ich nachts auf der Veranda das Küchenfenster eingeschlagen hatte, ob die Villa auch ein Schwimmbad plus Sauna hat. Weil es sich nicht gut macht beim Weiterverkauf der Villa im Darknet ohne beides, dachte ich mir, dass ich die Villa einmal etwas aufpeppen sollte mit einem Schwimmbad plus Sauna. Genau deswegen legte ich das Schwimmbad plus Sauna Magazin in den Garten und versuchte nun vom Balkon aus der ersten Etage einen Körper in das Schwimmbad vom Schwimmbad plus Sauna Magazin zu machen, was nicht sonderlich gut klappte. Deshalb sei gewarnt, Schwimmbad plus Sauna Magazin, die dunkelrote Lately Fake News Karte an dich und du wirst für sämtliche Krankenkosten aufkommen, die mir angefallen sind durch meinen Körper in das Magazin. Das sind 15,56 in bar. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.